Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Klimawandel ist im vollen Gange und mit Hitze und Dürre bedroht er auch die Welternährung. Ob uns nun die grüne Gentechnik helfen kann, dem entgegenzuwirken, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Professor Dr. Uwe Sonnewald. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Biochemie an der Friedrich-Alexander-Universität. Herzlich willkommen, lieber Herr Sonnewald. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Ja, vielen Dank. Mir geht es sehr gut und ich freue mich über die Einladung, dass ich über meine Arbeiten mit Ihnen sprechen darf. Das ist toll. Ich hatte gerade schon die Klimakrise angesprochen und die Ernährung spielt ja in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle. Lässt sich denn schon vorhersagen, wie der Klimawandel auf die Nutzpflanzen sich auswirkt und inwieweit überhaupt die Ernährung der Weltbevölkerung dadurch gefährdet ist? Naja, die kurze Antwort wäre, dass natürlich erwartungsgemäß der Klimawandel sich negativ auf die Erträge auswirken wird. Aber leider ist der Klimawandel ja nicht das einzige Problem, dem sich die Züchtung oder die Pflanzenzüchtung speziell stellen muss, sondern die Weltbevölkerung, die nimmt ja zu. Und was wir beobachten können, ist, dass bis zum Jahr 2050 die Produktion der Landwirtschaft um 50% gesteigert werden muss. Darüber hinaus gibt es Änderungen in den politischen Rahmenbedingungen, sodass im Rahmen des Green Deals die Europäische Union auf Pflanzenschutzmittel weitestgehend verzichten möchte und bis zum Jahr 2030 den Pflanzenschutz um 50% senken wird. Und wenn man dann weiß, dass alleine schon bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln die Erträge trotzdem um 30% aufgrund von Schädlingen reduziert werden und um 70%, wenn wir gar keinen Pflanzenschutz haben, sehen wir, dass wir deutlich mehr produzieren müssen. Darüber hinaus sollen auch die Düngereinbringungen reduziert werden, auch das bis zum Jahr 2030 um 20%. Und wenn Sie sich zurückerinnern, ein großer Teil der grünen Revolution war natürlich der Chemie geschuldet, nämlich das Haber-Bosch-Verfahren, was es ermöglichte, Stickstoffdünger zu produzieren. Und das führte dazu, dass die Erträge auf den Feldern massiv zugenommen haben. Und das wollen wir jetzt ein bisschen zurückdrehen. Würde bedeuten, dass wir geringere Erträge haben pro Fläche oder wir müssen unsere Pflanzen halt nährstoffeffizienter machen. Und dann soll auch noch der Ökolandbau ausgedehnt werden um 25%. Und wenn Sie da wissen, dass die Erträge im Ökolandbau ungefähr 50% unterhalb des konventionellen Anbaus liegen, dann fangen Sie langsam an, sich Sorgen zu machen, weil alle diese Entscheidungen natürlich zunächst mal die Produktivität senken werden. Und was wir machen können und auch tun, wir können importieren. Das heißt, wir schließen unsere Nahrungslücke dadurch, dass wir im Weltmarkt kaufen. Aber da sehen wir jetzt auch, dass durch Kriege unter Umständen die Versorgungswege abgeschnitten werden und wir entweder nicht versorgt werden oder aber sehr hohe Preise zahlen müssen. Und on top kommt jetzt der Klimawandel. Und der Klimawandel, Sie hatten schon 2 Punkte genannt, Hitze, Trockenheit, aber auch Änderungen in den Schädlingen, haben natürlich einen sehr, sehr negativen Effekt. Das Problem ist, dass der Klimawandel sehr, sehr schnell vonstatten geht, viel schneller, als ich persönlich es erwartet hätte. Aber die Züchtung, die geht über Tausende von Jahren. Und die Pflanzen, die wir im Moment auf unseren Ackern haben, sind angepasst natürlich an die Umweltbedingungen von heute, nicht von morgen. Und insofern, denke ich, ist es höchste Zeit, dass wir tatsächlich uns dem Problem widmen. Und wenn wir nur speziell auf die Hitze schauen, dann können wir aufgrund von der Physiologie und Biochemie der Pflanze sagen, dass sie weniger CO2 fixieren wird. Das heißt, der Kohlendioxidgehalt in unserer Atmosphäre wird sogar noch zunehmen, weil Pflanzen weniger in der Lage sein werden, CO2 aufzunehmen. Es werden weniger Kohlenhydrate gebildet, es werden die Samen und die Knollen schlechter versorgt. Und bei der Kartoffel, mein Spezialgebiet, da kommt noch ein weiteres Problem dazu. Sie stammt aus den Anden und die Anden sind nicht bekannt für ihre warmen Sommer, sondern da ist es sehr, sehr kühl. Und die Kartoffel braucht zur Bildung der Knollen die kühlen Temperaturen. Bei hohen Temperaturen bildet sie gar keine Kartoffelknolle aus. Das heißt, unser Erntegut wird gar nicht erst gebildet oder wenn, viel, viel weniger. Also Sie sehen schon, da ist sehr, sehr viel
an Problemen, die durch die Umweltveränderung auf die Pflanzenzüchtung zukommen. Und das Ganze in einem Umfeld, wo sowieso eine sehr hohe Anforderung an die Nahrungsmittelproduktion gestellt wird. Ich denke, da ist schon einiges, was wir erwarten können, was negativ ist. Aber das heißt, die naive Überlegung, dass man einfach die Pflanzen aus den wärmeren Regionen dann bei uns hier züchtet und bei uns hier auch großziehen kann, die funktioniert nach dem, was Sie jetzt erläutert haben, nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist natürlich ein Weg und das wird auch probiert. Also Sie können das schon beobachten, auch in Franken. Es wird mit Sojabohne experimentiert, die gut an Wärme angepasst ist, wird mit Süßkartoffeln experimentiert. Aber diese Pflanzen sind natürlich nicht an unsere Gegebenheiten angepasst. Das heißt, wir müssen die Sorten, die hier wirklich hohe Erträge bringen, erst züchten. Und das würde natürlich mit der Gentechnik auch deutlich schneller gehen. Mhm. Sie haben gerade das Stichwort genannt, Gentechnik, grüne Gentechnik. Was ist das eigentlich genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Und was passiert da genau in der grünen Gentechnik? Das wäre nun eine Vorlesung, das jetzt genau im Detail zu erklären. Ich versuche es mal ein bisschen grob. Und zwar kann man sagen, wir haben zwei verschiedene Verfahren. Das eine ist, da wird die Gentechnik benutzt als Diagnostik. Und zwar hilft es den Züchter, positive Sorten schneller zu identifizieren. In der Diagnostik führt die Gentechnik nicht zur Erzeugung eines gentechnisch veränderten Organismus oder eines GMOs. Und in der Bevölkerung sind ja die gentechnisch veränderten Organismen eher kritisch beäugt und nicht so sehr das Verfahren an sich. Und wenn wir jetzt uns das zweite Verfahren anschauen, nämlich die Erzeugung von gentechnisch modifizierten Organismen, dann da können wir auch wieder zwei unterschiedliche Trends sehen. Und zwar der eine Trend ist dass bei der klassischen Gentechnik Gene, die positive Eigenschaften vermitteln, auf Pflanzen übertragen werden. Beispiele sind Resistenzen gegenüber Viren oder Pilzen oder Bakterien, aber natürlich auch gegen Pflanzenschutzmittel. Da benutzt man ein Bodenbakterium, das Agrobacterium tumefaciens. Und das ist ein ganz pfiffiges Büchlein. Das transferiert nämlich Teile seiner eigenen Erbinformation in die Pflanze und programmiert die Pflanze um, sodass die Pflanze Stoffe produziert, die nur das Bakterium verwerten kann. Nachdem das aufgeklärt wurde, was fast ein Jahrhundert gedauert hat, hat man diese Gene rausgeschmissen und die Gene eingebaut in die Genfähre, die der Mensch haben möchte. Und nun benutzt man dieses Vehikel, um Pflanzen so zu verändern, dass sie Gene tragen, die der Mensch gerne einschleusen möchte. Interessanterweise, und das wissen die wenigsten, hat das Agrobakterium schon in der grauen Vorzeit die Pflanzen transformiert, sodass die schon erwähnte Süßkartoffel sowieso schon transgen ist. Sie enthält nämlich die DNA des Agrobakteriums. Und da dachte man, das sei eine Ausnahme. Aber nein, durch die Genomsequenzierung war es möglich, viele Pflanzenarten zu sequenzieren. Und man hat festgestellt, dass in 8%, ungefähr 10.000 Arten, schon die Fremd-DNA vorhanden ist. Also das ist eigentlich das, was die meisten Leute ablehnen, das ist die klassische Gentechnik. Die Gentechnik ist aber weitergegangen. Und zwar gab es da auch Nobelpreise für. Und zwar können wir mit Hilfe von sehr spezifischen, fast chirurgischen Methoden ins Erbgut eingreifen und ganz gezielt einzelne Mutationen herbeiführen. Das ist das sogenannte Genom-Editieren oder Gen-Editieren. Da werden nur ganz kleine Änderungen eingeführt ins Genom, die eigentlich vergleichbar sind mit der klassischen Mutagenese. Nichtsdestotrotz fallen diese Pflanzen auch unter das Gentechnikgesetz, obwohl, wie ich schon sagte, einige dieser Pflanzen nicht zu unterscheiden sind von klassischen Mutanten. Also nochmal, wir haben einmal die Diagnostik, wir haben einmal den Gentransfer, der einzelne Gene betrifft, über ein natürliches System. Und wir haben eine gerichtete Mutagenese und alles das fällt unter den Begriff der Gentechnik. Also durchaus Vorteile, die auch ich erkennen kann. Jetzt hatten Sie vorhin ja schon angesprochen, dass der Kunstdünger in der Kritik steht, dass die Pflanzenschutzmittel in der Kritik stehen, dass man das zurückfahren möchte.
Aber allein der Begriff Gentechnik, der weckt bei mir viele Assoziationen. Es gab ja in den 80er und 90er Jahren Demonstrationen gegen die Gentechnik. Hat sich denn die Einstellung der Menschen zur Gentechnik inzwischen verändert oder wird das nach wie vor sehr kritisch gesehen? Ist es nach wie vor ein Reizwort? Ja, das kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Ich mache das öfter auf Podiumsdiskussionen oder auch bei eingeladenen Vorträgen, dass ich über die Gentechnik berichte. Und wenn ich das tue, in der Volkshochschule zum Beispiel, dann bekomme ich manchmal zum Schluss die Frage, ja, was ist das Problem? Dann kann ich sagen, ja, das würde ich auch gerne wissen. Das heißt, je nachdem, mit wem Sie sprechen, haben Sie ein sehr offenes Ohr. Und das ist gerade bei den jüngeren Leuten der Fall. Oder Sie haben eine Wand vor sich und Sie kommen nicht durch. Und das ist genau bei den Personen, die Sie vorhin auch schon nannten, die nämlich auch damals schon dabei waren, wie auch ich beim ersten deutschen Feldversuch mit Kartoffeln dabei war. Und da ist einfach keine Bewegung zu erkennen. Und das ist problematisch. Ich denke, die Gentechnik, wenn Sie sich die Geschichte der Züchtung anschauen, ist eigentlich nicht im Gegensatz zu sehen zur Züchtung, sondern ist eine logische Konsequenz der Züchtung. Und zwar ist die Züchtung immer an der Topfront der Forschung gewesen. Ja, also Mendel zum Beispiel hat die genetischen Gesetze entdeckt. Und in dem Moment, wo das klar war, wurde das benutzt, dieses Wissen. Man hat Mutagenese betrieben durch Strahlen, durch Chemie und alles Mögliche, nachdem man wusste, wie es geht. Und so hat man auch die Gentechnik eingesetzt. Die war eigentlich viel spezifischer. Also in dem Moment, wo der Mensch spezifisch eingegriffen hatte ins Erbgut, da begannen die Probleme. Bis zu dem Zeitpunkt hat man auch ins Erbgut eingegriffen, aber man wusste nicht, was man tat. Und das war kein Problem. Seitdem man gezielt eingreift, sind eigentlich die Probleme da. Und manchmal ist es nicht ganz leicht nachvollziehbar, warum. Und ich denke, viel hat etwas damit zu tun, dass die meisten Menschen glauben, dass auf den Feldern tatsächlich natürliche Pflanzen stehen und sie vergessen, dass der Mensch schon seit Jahrtausenden die Pflanzen manipuliert zu seinem Nutzen und keine der Feldpflanzen würde es in der Wildnis schaffen zu überleben. Wir überleben nur mit Hilfe des Menschen und wir überleben nur mit Hilfe der Pflanzen. Das ist also fast eine Symbiose, die wir da geschaffen haben. Aber worauf führen Sie denn dann die Ängste zurück, die immer wieder artikuliert werden? Naja, ich denke, wie gesagt, die meisten Leute haben nicht viel Verständnis bezüglich der Pflanzenforschung, also der Pflanzenzüchtung auch. Sie wissen also nicht unbedingt, was dahinter steckt. Man romantisiert die Landwirtschaft. Wenn man die Werbung anschaut für Milch oder für sonstige Produkte, dann denkt man immer, naja, da ist der Bauer, der geht nur auf die Wiese und melkt mit der Hand die Kuh. Das ist natürlich alles überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben hier so eine Art Entfremdung von dem eigentlichen Betrieb. Und auf der anderen Seite sind wir es gewohnt seit Jahrzehnten, dass wir Nahrungsmittel im Überfluss haben. Wir schmeißen Nahrungsmittel weg. Und wir sehen natürlich für uns nicht die Notwendigkeit, mehr Nahrungsmittel zu produzieren, was ein wenig arrogant eigentlich ist, weil man natürlich, wenn man global betrachtet, auf der Welt schon noch Hunger hat. Und das heißt, wir haben schon noch das Bedürfnis, mehr Nahrungsmittel zu produzieren und auch besser zu verteilen. Und ich glaube, das alles kommt zusammen. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft, die bis jetzt keinen Mangel an Nahrungsmitteln hat. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen in die Regale, Sie sehen auf einmal, Mehl wird knapp, Sonnenöl, Blumenöl wird knapp und so weiter. Und das ist ja nur eine gefühlte Knappheit. Ja? Es ist ja noch gar nichts knapp. Die Ernte, die käme eventuell aus der Ukraine, die kommt ja erst nächstes Jahr in die Supermärkte. Wir haben gar keinen Mangel im Moment. Können wir ja auch gar nicht haben, weil die Lager ja voll sind. Aber trotzdem reagieren die Menschen schon fast panisch. Was wird passieren, wenn wir wirklich die Ernte nicht kriegen? Ja. Umso wichtiger ist es, dass wir als Universität auch die Aufgabe wahrnehmen, hier zu informieren und auch die Dinge zu erklären. Sie selbst sind ja schon seit vielen Jahren mit genveränderten Pflanzen beschäftigt und wissen auch, dass man, und das haben Sie gerade eindrucksvoll erläutert, damit bessere Ernten erzielen kann. Da stellt sich für mich jetzt auch die Frage, können wir denn mit der Gentechnik die Herausforderungen, die Sie gerade auch genannt haben, wie Hungerkrise, Bevölkerungswachstum und Klimawandel,
in den Griff bekommen oder glauben Sie, das ist ein kleiner Baustein von vielen und wir haben noch viele, viele weitere Probleme zu lösen, auch wissenschaftlich? Also wir haben definitiv noch eine ganze Menge Probleme wissenschaftlich und auch gesellschaftlich zu lösen. Die Gentechnik ist sicherlich ein Teil der Lösung, aber sie ist nicht die Lösung an sich. Wenn Sie einfach mal schauen, der Fleischkonsum als ein Beispiel. Ne? Ungefähr 70% unserer landwirtschaftlichen Flächen weltweit werden benutzt nicht für Lebensmittelproduktion, sondern für Futtermittelproduktion. Das heißt, wir müssen sicherlich dort den Anteil an Fleischkonsum senken. Wir haben die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Das müsste ja auch Sie interessieren. Das wird einen Beitrag leisten, um präziser Pflanzenschutzmittel und auch Dünger einzusetzen. Wir haben die Robotik, die fast klassisch wie früher auf dem Feld hacken kann und Pflanzen schützen kann. Das sind Beiträge, die sicherlich auch die Nahrungsmittelproduktion für die Zukunft sicherstellen werden. Ich habe auch keine Kristallkugel, ja? Aber was klar ist, dass wir auf jeden Fall das genetische Material, also die Kulturpflanzen, verbessern müssen. Und wenn wir das machen mit der klassischen Züchtung, dann müssen wir davon ausgehen, dass von einer Züchtung also ungefähr 20 Jahre in Anspruch genommen werden, bis wir eine neue Sorte haben. Wir sind jetzt im Jahr 2022. Das heißt, wenn wir jetzt uns hinsetzen und züchten, hätten wir die Pflanze für 2042. Wie sieht das Klima aus 2042? Wir wissen es heute nicht. Also welche Pflanze züchte ich? Diese Zeiträume, die müssen definitiv verkürzt werden, damit wir eine Chance haben können überhaupt gegen den Klimawandel. Und wenn wir hinschauen in die Welt, außerhalb Europas, kann man ja sagen, ist die Gentechnik durchaus eine Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2019 waren 190 Millionen Hektar Ackerfläche bepflanzt mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Das ist ungefähr das 16-fache der deutschen Fläche überhaupt. Und bisher ist keine einzige Umweltkatastrophe bekannt und kein Mensch ist zu Schaden gekommen. Das heißt, wir haben eigentlich mittlerweile schon über 30 Jahre Studien, die sagen, dass Gentechnik sicher ist. Dennoch wird sie ignoriert. Und ich glaube, in Anbetracht der Herausforderungen, die wir haben, die mir manchmal persönlich Angst machen sogar, ist es unerhört, eine Technik, die eventuell eine Lösung bieten kann, schlichtweg zu ignorieren, weil damit riskiere ich natürlich nicht meine Ernährung, aber die Ernährung kommender Generationen. Und ich finde, das ist nicht sehr ethisch und man muss diesen Techniken eine Chance geben. Und man kann das Risiko eingrenzen, indem man hingeht und eine produktorientierte Sicherheitsprüfung macht und nicht eine technikorientierte Prüfung. Es ist doch egal, mit welcher Technik ich ein Saatgut erzeugt habe. Es ist wichtig, was das Saatgut ist. Und es ist nicht so, dass Ökoprodukte per se gut sind. Ganz und gar nicht. Etliche Produkte enthalten Toxine von Pilzen, die dort drin sind, weil eben Pflanzenschutzmittel nicht verwendet wurden. Das müsste auch natürlich betrachtet werden, weil da haben wir Gesundheitsrisiken, die bekannt sind. Bei der Gentechnik bis heute haben wir kein bekanntes Gesundheitsrisiko. Und insofern plädiere ich dafür eine mehr produktorientierte Bewertung der Lebensmittel über alle Produktionsmethoden. Und ich appelliere auch daran, dass die Techniken, die zur Verfügung stehen, zumindest eine Chance bekommen. Und es ist problematisch, wenn wir das nicht machen. Und zwar deshalb, weil natürlich dann auch Studenten und auch Wissenschaftler dem Feld den Rücken kehren und wir dadurch den Anschluss an eine moderne Züchtung komplett verlieren. Sie haben mir einen faszinierenden Einblick in die grüne Gentechnik gegeben. Ich habe vieles jetzt auch das erste Mal so im Kontext gehört und verstanden. Bin Ihnen sehr dankbar dafür, Herr Sonnewald, dass Sie uns diesen Einblick ermöglicht haben. Sie beschäftigen sich mit einem sehr faszinierenden Forschungsfeld. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und freue mich auf die nächsten Ergebnisse aus Ihrer Forschungsgruppe. Herzlichen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Tschüss.